So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zum Technologieseminar der Hochschule Karlsruhe. Wir führen das wieder durch gemeinsam mit dem VDI-Forum Digitale Transformation und dem VDE Mittelbaden. An dieser Stelle grüße ich Sie auch ganz herzlich im Namen von meinem Kollegen Jürgen Walter und Philipp Nenninger, zwei Professorenkollegen, mit denen ich hier das gemeinsam durchführe. Und an dieser Einführungsveranstaltung jetzt möchte ich hinweisen, dass wir ein sehr interessantes Programm haben, was Sie gerne einsehen können unter vdi-karlsruhe.de, Technologieseminar. Sie sehen es auch hier im Hintergrund an der Folie. Wir haben ein sehr spannendes Programm, wo wir reden über aktuelle Themen, zum Beispiel KI, wir reden über Energiethemen, wir reden über Klimatisierung, Wärmepumpen und auch über Rohstoffe für Batterien. Und ich freue mich sehr, dass wir heute in dieser Auftaktveranstaltung für dieses Semester wieder den renommierten Zukunftsforscher Lars Thomsen bei uns haben können. Und ich freue mich sehr, dass er über dieses Thema physische KI sprechen wird und besonders darüber, welche Chancen wir in Europa haben. Weil Sie kriegen es alle mit, die weltpolitische Lage sieht so aus, dass Europa stark unter Druck steht. Und in den Medien reden wir viel über unsere Schwächen. Ja, welche Schwächen haben wir denn in Europa? Und ich finde, es ist wirklich an der Zeit, dass wir mal über die Stärken Europas sprechen. Und an der Stelle, ich möchte jetzt nicht vorgreifen, Lars Thomsen, aber vielleicht mal ein Appell an Sie als Studierender, das ist nicht vielleicht jedem bewusst, wenn Sie sich mal vergleichen hier, die Sie im Hörsaal sitzen, mit Studierenden, Kommilitonen in den USA. Wenn Sie dort an einer vergleichbaren Hochschule studieren wollen, dann zahlen Sie Studiengebühren in Höhe von mehreren 10.000 $ pro Jahr. Dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sind sehr gut, bekommen ein Stipendium, aber die werden jetzt wahrscheinlich alle wegfallen, weil die Unis nicht mehr unterstützt werden. Zweite Option, Sie haben reiche Eltern, die Sie finanzieren. Dritte Option, Sie nehmen Kredit auf. Das ist auch üblich, dass die Studierenden dort einen Kredit aufnehmen. Und wenn sie dann fertig sind, Sie sind ja fast fertig mit Ihrem Bachelorstudium, wie Sie hier sitzen, dann gehen Sie aus der Hochschule raus mit mehreren 100.000 € Schulden. So, und diesen Betrag müssen Sie dann erstmal, wenn Sie Ihr erstes Gehalt beziehen, müssen Sie dann erstmal abbezahlen. Und ja, das mal als Motivation für Sie, in den meisten europäischen Ländern ist das so, dass nämlich Sie für eine Studiengebühr von ein paar 100 €, glaube ich, pro Semester studieren können und ein hochqualifiziertes Studium bekommen. Apropos, wenn Sie dann mal Amerikanern das erzählen, dann sagen die, wow, dann studiert ja jeder hier, oder? Und wenn ich Ihnen dann erzähle, nee, wir haben in den MINT-Fächern rückläufige Studierendenzahlen, dann verstehen die das überhaupt nicht. Ja. Hochqualifiziertes Studium, fast keine Studiengebühren, toll. Also das mal zur Motivation, aber Sie sitzen ja hier, Sie haben ein MINT-Fach studiert, insofern haben Sie genau das Richtige getan und ja, ich denke, unser Prinzip in Europa, auch in der Bildung, ist hat nicht nur eine soziale Komponente, dass eben auch nicht reiche Personen studieren können, sondern eben dient der Talentförderung. Weil die Korrelation zwischen Reichtum der Eltern und Talent ist nicht gegeben. Insofern können wir in Europa eben ein viel größere Talente schöpfen, als es in anderen Ländern dieser Welt ist. Und das ist nur ein Beispiel, warum wir in Europa viele Vorteile haben. Und ja, ich freue mich auf viele weitere Vorteile, die wir gleich über Lars Thomsen hören werden. Und an der Stelle noch ein Hinweis über den Ablauf. Wir haben wieder ein Video über unsere Studenten erstellen lassen, ein Intro-Video, das wir gleich abspielen. Danach wird Lars Thomsen seinen Vortrag halten und danach gibt es eine Fragerunde hier im Hörsaal dann live und im YouTube-Livestream können Sie gerne Ihre Fragen schon während des Vortrages dann in den Chat schreiben. Gut, wir freuen uns auf den Vortrag und an dieser Stelle sage ich Film ab. Herzlich willkommen zum Technologieseminar an der Hochschule Karlsruhe in Zusammenarbeit mit dem VDI Karlsruhe und dem VDE. Die physische KI revolutioniert die Ingenieurskunst. Dies stellt Europa vor neue Chancen und Möglichkeiten. Dafür müssen Ingenieure Kreativität mit Technologie kombinieren. Darum wird an der Hochschule Karlsruhe an intelligenten Maschinen geforscht. Studierende lernen hier KI in den Ingenieurswissenschaften.
Europa steht bei der Entwicklung von KI-Technologien im Wettbewerb mit den USA und China. Welche Chancen entstehen dabei für Deutschland? Der renommierte Zukunftsforscher Lars Thomsen analysiert stetig die Zukunftstrends. Er sieht dabei große Chancen für Deutschland. Welche Chancen dies sind, erfahren Sie am 9. April beim Technologieseminar an der Hochschule Karlsruhe. Ja, wunderbar. Danke für die nette Einführung. Hallo, guten Abend. Der Sommer beginnt, mein Heuschnupfen auch, also darum werde ich mich vielleicht ab und zu mal schneuzen. Aber ich möchte mit Ihnen über die nächsten 60 Minuten tatsächlich einen kleinen Blick in eine, wie ich finde, sehr spannende Disziplin werfen, die sich gerade jetzt neu formiert und die für, wie Professor Simon das auch gerade gesagt hat, meiner Meinung nach für Europa und besonders für Deutschland einige ganz interessante Chancen bringt. Aber vielleicht ganz kurz, wer hier vor Ihnen steht. Ich bin jemand, der durch Zufall seine Leidenschaft gefunden hat, weil er das Falsche studiert hat. Ja, manchmal, also wenn man morgens aufwacht und man sich vielleicht die Frage stellt, sag mal, wie wäre eigentlich mein Leben gewesen, wenn ich das gewusst hätte, was ich heute weiß, aber das schon vor 30 Jahren, und wie hätte ich das mein Leben geändert? Man muss dem Zufall eben auch mal eine Chance geben. Und bei mir war das so, ich bin in einer Familie aufgewachsen zwischen einer Kindergärtnerin meiner Mutter, die immer gesagt hat, pass mal auf, die Zukunft ist ein gestaltbarer Raum und es braucht viele kreative Menschen, die darüber Geschichten erzählen, die ihre Fantasie einsetzen, die die Welt mit offenen Augen angucken und sagen, wo sind die Lücken, wo wir die Welt noch besser machen können, schöner machen können, lebenswerter machen können, empathischer machen können. Und sie hat uns immer aufgefordert, diese kindliche Fantasie und Neugier, die man eben als junger Mensch hat, auszuleben und abends am Abendbrottisch dann darüber mit der ganzen Familie zu sprechen, wie man die Welt verbessern würde. Und auf der anderen Seite saß mein Vater und mein Vater war Ingenieur, Bauingenieur, um genau zu sein. Und er war so immer derjenige, der uns dann gechallenged hat und gesagt hat, naja, das sind ja ganz schön verrückte Ideen, die ihr da habt. Wir haben damals von Robotern geträumt und drahtlosen Telefonen, die gab es nämlich noch nicht, von fliegenden Autos, also solchen Flugtaxis oder Drohnen, wie wir sie heute kennen. Und das war, ich muss mal rechnen, so in den Ende der 70er Jahre, also noch alles weit weg. Und dann haben wir etwas gemacht, was für meinen Vater ganz normal war und was in meiner Kindheit ganz normal war. Wir haben versucht, diese Idee zu überprüfen, ob sie denn den Naturwissenschaften entspricht, wie das physikalisch machbar wäre, wenn man als Ingenieur da rangeht. Also wie kriegt man so ein Flugzeug oder so ein Auto zum Fliegen? Und dann haben wir was über Schubkraft gelernt und dass wir das ja auch irgendwie balancieren müssten und was passiert, wenn eine Düse ausfällt und solche Sachen. Aber wir haben die ganze Zeit irgendwie genau das gemacht, nämlich einmal unsere Fantasie leiten lassen, uns neue Dinge, also auch Utopien, die man eben noch nicht sehen konnte, sondern die man nur in seinem Geist sich vorstellen konnte, zu nehmen, aber dann eben wissenschaftlich zu überprüfen. Und das war dann der Fehler, BWL studiert, also Betriebswirtschaftslehre, die ich sehr spannend finde, hatte so meine Fantasie, dass man ein großes Büro mit einem schicken Schreibtisch hat und die ganze Zeit eigentlich Zeit darüber hat, nachzudenken, was machen wir als nächstes, was ist der nächste große Schritt, den wir machen müssen, damit wir auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren erfolgreich sind. Und ich dachte, das wäre die Aufgabe eines Managers. Und dann habe ich gelernt, nee, die Aufgabe des Managers ist eigentlich, die Zahlen des letzten Jahres so aufzubereiten, dass man dann ein paar Monate später die Bilanz des letzten Jahres vorlegen kann und den Aktionären einen kleinen Ausblick darauf gibt, wie dann die nächsten Quartale werden. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wird das immer schwieriger, weil unsere Sicht auf die Zukunft wird immer kurzfristiger. Ich meine, es gibt das kennen Sie alle, dieses ganze berühmte Ding von dem Shareholder Value, wo man eigentlich nur versucht, für die Aktionäre möglichst viel Geld rauszukriegen. Und das wird von Quartal zu Quartal, also 4-mal im Jahr gemessen, wie gut man das schafft. Aber wenn man Dinge anfangen möchte, die vielleicht 3 oder 4 Jahre dauern, dann wird das fast niemand machen, weil man ja zuerst erstmal ins Minus geht oder tatsächlich erstmal investieren muss, bevor man einen Return on Investment bekommt. Und während des Studiums
habe ich mich gefragt, wie machen das eigentlich die erfolgreichsten Firmen auf der Welt, die immer so an der Spitze sind, die eine neue Idee vor den anderen haben, die innovativ sind, nicht indem sie anderen hinterherlaufen, sondern indem sie neue Standards setzen. Und habe mich tatsächlich mit vielen damals eben Zukunftsforschern getroffen und habe mir erklären lassen, kann man die Zukunft überhaupt voraussehen oder ist das alles Zufall? Und habe ein paar Muster erkannt. Also Mustererkennung, Pattern Recognition, das ist ja auch etwas, was wir Menschen sehr häufig machen. Wir gehen durchs Leben, wir machen Fehler, hoffentlich reflektieren wir darüber, lernen was davon oder wir versuchen uns irgendwie zu positionieren in einer Gruppe oder gegenüber einer Partnerin oder einem Partner und kriegen einen Korb oder keinen Korb und dann merken wir, okay, ich probiere es nochmal anders. Wir lernen die ganze Zeit durch dieses Trial and Error und dass wir diese Patterns versuchen zu verstehen, wie funktioniert die Welt. Und genau darum geht es bei der Zukunftsforschung. Das heißt, wir haben keine Glaskugeln oder in irgendeiner Form eine ganz tolle Intuition, dass wir morgens aufwachen und wissen, so ist die Zukunft, sondern das hat damit zu tun, dass man die verschiedenen Entwicklungen, die wir im technologischen Bereich haben, möglichst früh versteht, durchdringt und auch die neuen Technologien, die also noch sehr klein sind und wo viele Leute sagen, na, da warten wir erstmal, ob das was wird, möglichst frühzeitig versteht und deren Dynamik erkennt. Und es gibt so ein Beispiel, was ich immer gerne nenne, das ist der sogenannte Popcorn-Moment. Recht einfach zu erklären. Wenn man Popcorn macht, dann kann man das ja auf verschiedenste Arten und Weisen machen in der Mikrowelle, aber nehmen wir mal an, wir haben keine Mikrowelle oder kein Mikrowellen-Popcorn, kann man auch wunderbar in einer Pfanne oder in einem Kochtopf machen, ein bisschen Öl rein, Maiskörner nehmen. Wenn man es nachher süß haben möchte, kann man auch vorher schon ein bisschen Zucker reintun, dann karamellisiert das ganz nett. Und jetzt wirft man die da rein und man hat keine Ahnung, wann geht das eigentlich los. Und wenn man ein bisschen intelligent ist und sagt, ich bin immer noch neugierig, ich möchte gerne wissen, was passiert eigentlich innerhalb von diesem Popcorn, warum poppt der eigentlich? Ja, dann haben wir mittlerweile eben mit diesen Geräten dieses wunderbare Ding, womit wir die Informationen, die wir brauchen, um eine Prognose zu machen, uns das wesentlich einfacher machen, weil wir die Informationen bekommen, die uns mehr erzählen, als unsere Augen sehen können. Unsere Augen sehen nur, da schwimmt ein Maiskorn in wärmer werdendem Öl. Und wenn wir jetzt die Mechanik dahinter verstehen, und wissen, dieser Maiskorn, der hat verschiedene Schichten, die äußere Haut, die erste Schicht von getrockneter Maisstärke, steinhart, getrocknet durch die Sonne des Sommers. Aber in der Mitte ist der Keim. Und der Keim ist umgeben von etwas Maisöl und Wasser. Und dieses Wasser ändert seinen Aggregatzustand bei 100 Grad. Also das heißt, es wird aus Flüssigkeit, wird dampfförmig, erzeugt ab diesem Zeitpunkt enorm viel Druck und irgendwann ist der Berstdruck erreicht, wo das Ding tatsächlich wie so ein China-Böller explodiert, weil lange Zeit hält dieser Mantel aus getrockneter Maisstärke alles zusammen, aber irgendwann ist der Berstdruck erreicht und es explodiert. Und wenn man auf Wikipedia mal schnell nachguckt, oder man kann mittlerweile auch Perplexity AI einfach fragen, einfach nur reinsprechen und sagen, erklär mir, wie Popcorn funktioniert, dann werden Sie da sehen, haha, Popcorn poppt deswegen, weil eben innen das vorhandene Wasser sich in Dampf verwandelt, ausdreht und dann bei dem Explodieren in die Poren der noch feuchten Maisstärke um den Keim herum reingeht und es aufbläht. Und wenn man jetzt ein einziges Messinstrument hat, wie zum Beispiel ein Fleischthermometer, was viele von uns in der Küchenschublade unter dem Herd haben, dann kann man ja das in das Öl oder den Pfannenboden mal reinlegen und man sieht den Trend. Aha, also Öl ist jetzt, also man weiß es von Perplexity, es ist ungefähr 180 Grad, wo das dann anfängt zu poppen bei einem normalen Herd. Und wenn man jetzt das Thermometer da rein tut und man sagt, man ist bei 150 Grad, 151, 152, 153, relativ linearer Trend, weil ja, so eine Temperaturkurve ist recht linear, dann kann man eine Prognose machen und sagen, wenn das so weitergeht, in 20 Sekunden, 30 Sekunden sollte das erste Popcorn poppen. Und das stimmt bis auf wenige Sekunden genau. Aber das Interessante ist, wenn dann das Popcorn poppt, sehen wir keinen linearen Trend. Denn auch wenn das 2 Minuten dauert, bis das erste Popcorn poppt, dauert es nochmal 2 Minuten bis zum nächsten.
Nee, wir haben die Schwelle erreicht, an dem fast alle dieser Maiskörner in den nächsten Aggregatzustand übergehen. Und das macht pop, 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 und innerhalb von wenigen Sekunden poppen alle. Und das ist der Unterschied zwischen linearen Trends, also so wie das Öl wärmer wird in der Pfanne, und einem Exponentialtrend, so wie eben das Moore'sche Gesetz oder das, was wir jetzt gerade mit AI oder künstlicher Intelligenz erleben. Und meiner Meinung nach kommen wir in eine Ära jetzt rein, in der die Geschwindigkeit unserer Entwicklungen, auch im Bereich der Technologie, im Bereich des Engineering, in der Art und Weise, wie wir Probleme lösen können, sich enorm beschleunigt. Und das Spannende ist, wir kommen jetzt in die nächste Ära nach der KI-Ära. Und ich muss das mal ganz kurz beschreiben, warum das so wichtig ist. Jensen Huang, also der Chef oder Gründer und Chef von NVIDIA, hat auf der GTC vor 2-3 Wochen in Kalifornien mal wieder vorgestellt, wie er sich die Zukunft vorstellt. Und natürlich hat er seine Chips präsentiert, mittlerweile ganze Systeme auf einem Board, Computer, die in der Größe sind einer Zigarrenkiste, die, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele Megaflops und Gigaflops machen, man kommt ja kaum mehr mit, aber die letztendlich in sehr kleiner Größe mit relativ wenig Energieverbrauch das leisten, was noch vor einigen Jahren ein komplettes Rechenzentrum brauchte. Und wie das eben so ist bei solchen Exponentialfunktionen, kommen wir immer wieder an Schwellen, an denen Dinge möglich werden, von denen wir vorher dachten, das geht nicht. Und er hat auch gesagt, dass NVIDIA eben nicht nur eine Firma ist, die CPUs, also praktisch Chips produziert, sondern dass sie jetzt reingehen oder Teil der Revolution von sogenannter Physical AI sind, also physischer KI. Und was damit gemeint ist, sind Roboter. Oder wenn wir es mal ganz einfach sagen, weil jeder hat ein anderes Bild im Kopf, wenn wir über Roboter sprechen, es sind Maschinen, die jetzt in die Lage versetzt werden, nicht mehr durch einen menschlichen Operator bedient werden zu müssen, sondern die in die Lage versetzt werden, eigene Entscheidungen zu treffen, wie sie sich bewegen, wie sie ihre Dinge, die sie haben, ob das Räder sind oder künstliche Hände oder Arme oder in irgendeiner Form Aktuatoren, tatsächlich einzusetzen, um in der physischen Welt etwas zu machen. Warum ist das der Beginn einer neuen Ära? Nun, es hat ja erst richtig angefangen mit der KI, obwohl viele der Experten sagen, nein, KI ist eigentlich etwas, wenn man mal zurückgeht in das Machine Learning und man guckt, wann wir die ersten Ideen hatten. Stimmt, das war vor über 40 Jahren, wo wir die ersten Muster erkannt haben, wo wir gemerkt haben, wie neuronale Netzwerke aufgebaut sind. Aber dann kam dieser Popcorn-Moment vor ungefähr 3 Jahren, wo wir sagten, was ist denn hier los? Da gibt es ein Programm auf dem Internet, das heißt ChatGPT, und das hat etwas rausgefunden, und zwar, wie die logische Anordnung von Wörtern und Begriffen, auch Tokens genannt, so gemacht wird, dass es für uns Menschen einen Sinn ergibt. Also ich übersetze das ganz einfach und ich bitte alle Informatiker im Raum oder draußen im Äther, mir das zu verzeihen, weil ich versuche immer die Sachen einfach zu übersetzen. Aber die Intelligenz, die ChatGPT oder diese Large Language Models erreicht haben, die bestand nur darin, dass man ihnen unglaublich viel Trainingsdaten gegeben hat, wie Menschen Wörter in die richtige Sequenz anordnen, um einen bestimmten Sinn zu ergeben. Und wenn man ChatGPT einfach sagt, guck mal, hier sind die ganzen Klassiker von Shakespeare und Goethe und so weiter, hier sind alle wissenschaftlichen Paper, die jemals geschrieben wurden, hier sind alle Wikipedia-Seiten von den 3 Millionen oder wie viele im Moment schon drauf sind, liest die alle mal durch. Und es geht nicht darum, dass du genau verstehen musst, was da drin ist. Du sollst nur herausfinden, dass der Wortschatz von Menschen in eine Sequenz gebracht wird, dass es für den Menschen einen Sinn ergibt. Und das ist eine Ingenieursaufgabe, die ist schon ziemlich verrückt, weil ich glaube, die Menschen dahinter, also von OpenAI und den anderen, die an diesen Large Language Models, also Google hat schon relativ früh mit DeepMind an solchen Sachen auch gearbeitet, aber die haben sich Folgendes gesagt. Ein Mensch hat ungefähr einen aktiven Wortschatz von ungefähr so zwischen 3.000 und 5.000 Worten. Also man kann eine Sprache, die man neu erlernt, schon ganz gut sprechen, wenn man 1.200 Wörter und deren Bedeutung kennt. Dann kann man sich schon in einem Land ganz gut verständlich machen.
Je nach Bildung, einige, die nehmen einfache Worte, andere, die machen das dann more sophisticated und bringen da irgendwie noch viele Fremdwörter rein. Aber es sind mal so im Mittel, ich würde sagen, meine Sprache besteht aus 4.500 bis 5.000 Wörtern. Und ich muss sehen, dass ich diese Wörter benutze, damit Sie, die mir gerade zuhören, einen Sinn aus diesen Wörtern machen. Also wenn ich jetzt einfach einen Zufallsgenerator anmache und Ihnen irgendwelche Wörter, die ich in meinem Kopf habe, zuwerfen würde, Sie würden nach 10 Minuten den Saal verlassen, weil Sie sagen, der redet nur Quatsch. Es kommt darauf an, wie ich einen Satz strukturiere, wann ich welches Wort an welche Sequenz mache, wann ich ein Komma mache, wann ich eine Pause mache und wie ich Ihnen die Sachen erkläre, dass es in Ihrem Kopf einen Sinn ergibt, ein Bild, etwas, was Sie sich merken können, etwas, was Sie entweder toll finden oder wo Sie sagen, glaube ich nicht, oder wo Sie sich drüber aufregen oder wo Sie sagen, war ganz schön, oh, das reimt sich oder irgendetwas. Und nichts anderes ist dieser Durchbruch bei den Large Language Models, dass wir auf einmal gemerkt haben, hui, die haben gemerkt, wie man ein gutes Gedicht schreibt. Und man kann ja mittlerweile, das ist ja nichts Neues, es klingt wie uralt, was ich gerade erzähle, es ist gerade mal 150 Wochen alt, aber so das erste Mal, wo man gesagt hat, schreib mir mal ein Geburtstagsgedicht für jemanden, ein Freund von mir, der ist 50 geworden oder wurde 50 und ich gebe ihm mal 3 Stichworte und sie waren baff erstaunt, was da rauskam. Es war eigentlich, und wenn man dann sagte, und ich möchte, dass das Ende so ist, dass er feuchte Augen bekommt, dann wusste ChatGPT das auch, obwohl es selber nicht wusste, was Emotionen sind, aber es wusste, wo man mit den richtigen Worten jemanden emotional berührt. Das war aber eine bislang nicht physische Welt. Das heißt, wir haben Bits und Bytes hin und her geschoben. Wir haben gewisse Punkte auf einem Bildschirm zum Leuchten gebracht, die dann ein Wort erzeugt haben, das wir lesen konnten. Und das einzig Physische war, dass wir auf den Ctrl-P-Button gedrückt haben und gesagt, druck das mal aus, dann kann ich das vorlesen. Das war die Geschichte, die wir bislang hatten. Nun, das war schon ganz wichtig, weil es transformiert große Teile unserer Arbeit. Es transformiert die Art und Weise, wie wir lernen. Es transformiert auch die Wissenschaft, auch Ingenieurswissenschaften, weil wir werden mehr und mehr sagen, das muss ich nicht selber machen, das gebe ich der KI. Beim Programmieren geht schon los, dass die meisten Leute sagen, solange ich das Problem und das, was ich haben möchte, gut formulieren kann in einem Prompt, brauche ich die Programmierarbeit und das Debugging und alles, was damit zu tun ist, nicht zu machen, weil egal ob in Python oder in welcher anderen Sprache oder im ROS ich das haben möchte, die KI das kann. Aber jetzt kommen wir in eine Welt, die sehr interessant wird. Und zwar ist es die Kombination aus künstlicher Intelligenz mit Deep Reasoning-Modellen, also Modellen, die auch jetzt anfangen zu verstehen, wie Mechanik funktioniert, wie Biologie funktioniert, wie Chemie funktioniert, wie auch gewisse Dinge, die in der Ingenieurwissenschaft gelehrt werden, funktionieren, die also nicht nur diese Wörter so anordnen können, dass wir sagen, das macht für mich Sinn, sondern dass wir auch anfangen können, weiterzukommen und nicht nur Computer-Aided Design oder Computer-Aided Engineering machen können, sondern mit der KI gemeinsam daran gehen können, Lösungen zu entwickeln, die vorher Jahre gedauert haben, bis wir das richtig hatten und jetzt diesen Prozess sehr stark beschleunigen können. Und der ultimative Gang oder der ultimative Punkt, an dem wir im Moment sind, ist, dass wir den Computern lehren, in Echtzeit die Umgebung, in der sie sich befinden, zu analysieren, also optisch. Man macht Kameras dran und sagt, beobachte jetzt mal hier, wenn ich mit dem Auto durch die Straßen fahre und versuche mal zu lernen, was die Verkehrsregeln auf deutschen Straßen sind. Und interessanterweise, Tesla und andere haben in den letzten Jahren ihr Modell umgestellt von einem programmierten Modell, wo man dem Computer ganz, ganz viele Codezeilen gegeben hat, pass mal auf, du scannst das und wenn du etwas siehst, das über der Straße oder an der Seite von der Straße ist, so 3 runde Kreise, einer davon leuchtet und da unten ist grün, in der Mitte ist gelb und oben ist rot. Wenn rot, dann stopp, wenn grün, dann fahre. Und man braucht unglaublich viele Zeilen Code, um die gesamten, nicht nur die Straßen für ein Auto dort reinzuschreiben, sondern diese ganzen vielen Dinge, die man als Mensch fast intuitiv lernt, aber nie in der Fahrschule gesagt bekam.
Also ja, man muss gucken, dass gerade bei den Fahrrädern, dass man, wenn man rechts abbiegt, zweimal hinguckt, ob da nicht doch noch ein E-Bike-Fahrer mit 45 von rechts vorbeifährt. Aber all diese Sachen, die lernen wir Menschen, weil wir, während wir aufwachsen, einige Naturgesetze, ohne dass wir dafür Formeln haben, nehmen und auch antizipieren können. Ganz einfaches Beispiel. Es ist wichtig, dass wenn Sie mal Kinder haben, oder vielleicht haben Sie schon Kinder, lassen Sie sie Fußball spielen oder so einen Ball kicken. Warum? Weil man könnte natürlich jetzt genau berechnen, wie viel Impuls ich brauche, um einen Ball hier auf diesen Fliesen bis zur Wand rollen zu lassen. Oder wenn das ein etwas höheres Gras wäre, was vielleicht noch nass ist, wie viel mehr Impuls ich geben müsste, damit es da noch ankommt. Und es ist ganz wichtig, dass wenn wir Auto fahren oder Fahrrad fahren und wir sehen irgendwo Kinder mit dem Ball spielen und eins kickt den Ball und es geht Richtung Straße, dass wir erkennen, läuft der auf Gras, vielleicht sogar feuchten Gras oder auf Beton. Weil diese Prognose wird davon für Sie ganz wichtig sein, entweder vorzeitig noch zu bremsen, weil Sie antizipieren können, dieser Ball, der wird die Straße erreichen, oder nee, bei dem Kick, das wird gerade mal 3 Meter weiter laufen und für mich kein Problem. Das ist das Schwierige gewesen, was man nicht richtig programmieren konnte. Und das Wahnsinnige ist, ich bin jetzt vielfach mit autonomen Fahrzeugen gefahren, sowohl in China als auch in verschiedenen asiatischen Ländern, Singapur, in Südkorea, auch in den USA, mit den Anbietern, die mittlerweile mit relativ großer Geschwindigkeit anbieten, also nicht nur Full Self-Driving, wo man dann einfach die Hände vom Lenkrad nehmen kann, und ich bin schon hunderte Kilometer ohne Intervention gefahren, sogar durch Städte wie San Francisco. Aber man merkt, dass diese Autos, ähnlich wie wir Menschen, nach vorne gucken und die nächsten 2-3 Sekunden prognostizieren, was passiert als nächstes. Das ist der einzige Weg, wie wir Auto fahren können, weil wir können nicht einfach nur etwas sehen und dann sagen, jetzt schlage ich in meinem Regelbuch nach, was ich zu tun habe. Man muss antizipieren. Wie wird sich dieser Fahrradfahrer da vorne verhalten, die Person, der Hund, das Kind, der Ball, der gerade rüberkommt. Und Tesla und andere, die kamen nicht weiter mit dieser klassischen Programmierung, bis sie angefangen haben zu sagen, wir machen das anders. Wir machen dort ein neuronales Netzwerk rein, also ein Computer, der letztendlich sich selber trainieren kann durch Beobachtung, Lernen, durch Fehler von Menschen oder vielleicht auch Fehlern, die er selber macht. Und haben in den Versionen tatsächlich Dinge eingebaut, wo sie dem Computer noch nicht mal gesagt haben, pass mal auf, wenn rot ist, dann halt an und da ist eine weiße Linie, das ist die Haltelinie und so weiter, sondern einfach nur das gemacht haben, was vielleicht ein Kind, das auf dem Rücksitz eines Autos sitzt, während die Mutter oder der Vater fährt und einfach die Menschen dabei beobachtet und darüber lernt. Aha. Okay, also die ist nicht weitergefahren, weil gelb, okay, hätte man, ja, ich hätte gesagt, irgendwann sagt man trotzdem mal rüber, ich glaube, ich kann fahren. Und genau das passiert mit Neural Network Training, also mit den Fähigkeiten, wie wir Maschinen, in dem Fall ist es ein Auto, trainieren können, sich im Verkehr immer weiter zurechtzufinden. Und ich kann sagen, also für all diejenigen, die sagen, das geht nicht und so weiter, würde ich sagen, ich akzeptiere diese Aussage nur dann, wenn sie es wirklich mal selber probiert haben. Also es ist lustig, also ich treffe von 100 Leuten 99, die mir sagen, ich würde da nie einsteigen, das geht nicht, und da war mal ein Unfall in San Francisco, sage ich, ja, da waren viele, also ja, den haben wir alle gehört, weil da ist ein Auto mal stehen geblieben oder hatte auch vielleicht auch irgendwie einen Personenschaden, aber wir hören eben nicht von den 1000 anderen Unfällen, die an diesem Tag auch passiert sind durch Unachtsamkeit. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann wird einem auf einmal klar, auch für mich als Nicht-Informatiker oder Nicht-AI-Spezialist, diese Fahrzeuge, die verhalten sich fast menschlich. Also wenn man durch San Francisco im Berufsverkehr fährt, dann muss man ja zum Beispiel immer so entscheiden, man darf ja nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Das heißt also, es ist noch grün, der Verkehr geht langsam, da ist noch ein Auto vor einem, aber man möchte noch rüber und es ist ja, immer noch grün, aber man möchte nicht, dass derjenige dann auf der anderen Seite genau dort stoppt, wo man dann in der Mitte steht. Und man tastet sich so ein bisschen ran. Und das Witzige ist, dieses Auto, also ein Waymo ist es in dem Fall, also das selbstfahrende Fahrzeug von Alphabet oder dem Google-Konzern,
macht das tatsächlich so, dass es dann fast ein bisschen nervös wird und so ein bisschen nach vorne rollt, nochmal bremst und nochmal guckt und so weiter. Also so wie so ein Mensch eigentlich sagt, komm. Also man spürt es förmlich, dass es gelernt hat, wie andere Leute funktionieren und jedes Mal ein bisschen schlauer wird. So, ein Auto ist ein Roboter. In dem Moment, wo es selber Entscheidungen treffen kann. Auch wenn ich vielleicht noch als Mensch die Verantwortung habe und eingreifen müsste, wenn jetzt dieses Auto einen Fehler macht. Ich sage, nee, das machen wir jetzt nicht, dann kann ich auf die Bremse drücken oder den Ausknopf drücken. Aber solange ich dem nur dabei zugucke, wie es mich durch San Francisco fährt, ist das eine Maschine, die selbsttätig Entscheidungen trifft. Die andere Menschen betreffen, die mich betreffen, die Sicherheit von dem Hund oder dem kleinen Kind oder dem Fahrradfahrer oder dem Auto vor mir betreffen. Und das ist etwas ganz Neues, weil bislang haben wir Roboter nur als Produktionsmaschinen gesehen. Und ich weiß nicht, wie viele von Ihnen schon mal in einer Fabrik waren, wo so Fertigungsroboter drin sind, diese tollen Maschinen von Mitsubishi, von KUKA, von wie sie alle heißen, mit den großen Armen, mit den pneumatischen oder großen Gelenken, die ganze Teile von Autos daran, also zusammenschweißen und zusammenbringen können. Aber Sie werden sehen, das sind Maschinen, die sind nur für eine einzige Aufgabe trainiert, vielleicht für 2 oder 3, die man variieren kann, und sie sind in Käfigen. Also Sie kennen das, da ist so dieses Licht da oben, das ist entweder grün, gelb oder rot, je nachdem, damit man sieht, also läuft dieses Gerät jetzt richtig. Aber die sind in der Regel in einem Käfig, weil die Gefahr, dass man, wenn man in die Nähe von diesem Roboter kommt, dadurch, dass er nicht auf die Umwelt achtet, könnte sein, dass er mal kurz irgendwie seinen Arm so nach links oder rechts dreht, um ein neues Teil zu machen und dabei einen Menschen komplett umhaut. Also, wenn man dort reingeht in den Arbeitsbereich dieses Roboters, und man macht die Tür auf, geht das rote Licht an und der stoppt sofort. Und nach den Gesetzen, die wir heute haben, ist es tatsächlich auch die Pflicht, dass wir Roboter eigentlich eher als programmierte Maschinen verstehen, die keine eigene Intelligenz haben. Jetzt sind wir gerade am Anfang des 2. Quartals 2025 und meine Prognose lautet, in den nächsten 100 Wochen, also das sind ungefähr 2 Jahre, 52 Wochen pro Jahr, 100 Wochen dauert es, da werden wir schon die ersten autonomen Maschinen überall in unserem Umfeld sehen. Sowohl Autos, aber auch mehr und mehr robotische Systeme. Das können kleine Lieferroboter sein, die Sachen von Amazon bringen oder vom Pizzaservice geschickt werden, weil die sagen, es ist viel billiger mit einem autonomen Fahrzeug, das viel kleiner und wendiger ist, das auszuliefern als mit einem Fiat Panda. Wir werden irgendwann in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim, wenn wir Leute besuchen, die da drin sind, sehen, dass da Maschinen sind, die können wahrscheinlich Betten neu beziehen, reinigen, Sachen runterbringen, das Essen irgendwie aufbringen und wieder wegräumen. Wir werden dann erste Maschinen sehen, die in den Küchen, nachdem die Köche gekocht haben, alles wieder sauber machen, sodass, wenn der Gesundheitsinspektor tatsächlich unangemeldet kommt, alles blitzblank und hygienisch sauber ist. Und wir werden auf Baustellen, dadurch, dass wir den Fachkräftemangel haben, wir haben einen demografischen Wandel. Es gibt jetzt Länder, die schicken sogar die Leute, die noch bereit sind, harte Arbeit machen zu wollen, wieder nach Hause und sagen, das machen wir selber. Nur wir haben eigentlich gar nicht genügend Menschen, wenn wir uns mal die Alterspyramide angucken, um diese vielen Dinge, wir fangen mal an bei Brückensanierung in Deutschland, wir haben 4000 Brücken, die dringend saniert werden müssen. Es gibt in Deutschland darauf ungefähr so 15 spezialisierte Firmen, die also nicht viele Mitarbeitende haben. Das muss man mal sehen, wie wir das irgendwie alles hinbekommen. Und so öffnet sich ein interessantes Spektrum von Robotik, und ich möchte Sie wirklich bitten, nicht immer nur an diese Science-Fiction-Roboter zu denken, so an irgendwie einen Terminator oder einen iRobot oder sowas, sondern an ein Spektrum von Maschinen, die von ganz klein, vielleicht sogar im Schwarm arbeitende Maschinen bis hin zu viel, viel größeren Maschinen, als wir Menschen sind. Also da kommen wir dann doch wieder in die Science-Fiction-Geschichten, dass wenn man einen Roboter hat, der auf dem Bau tatsächlich sagt, ich brauche keinen Kran, ich trage da 2 Zementsäcke, 50 Kilogramm natürlich selber rauf in den 3. Stock, oder andere Dinge tut. Und ich glaube, da entsteht eine riesige Chance. Riesige Chance deswegen, weil
Es gibt mehrere Dutzend, wenn nicht über 100 Firmen, die derzeit an verschiedenen Robotersystemen arbeiten. In China, wir haben auch in Deutschland hier ein paar, Neura zu nennen, zum Beispiel in Metzingen, tolle Firma, wenn Sie irgendwann mal die Chance haben, die zu besuchen oder mal irgendwie auf eine Konferenz zu gehen, um da zu gucken. Die machen fantastische Maschinen. Aber wir haben im Moment recht viel Geld und recht viel Venture Capital in diesem ganzen Bereich Robotik. Da ist zum Beispiel in den USA Apptronik in Austin, Texas, die einen Humanoiden im Moment bauen. Richtig tolle Maschine. Da denken wir an Boston Dynamics. Wir hatten kurz schon den kleinen Spot gesehen, also diesen vierbeinigen Roboter, die machen aber auch ganz tolle Sachen. Da gibt es Unitree in China, die kann man mittlerweile auch schon bestellen. Also ich habe jetzt auch schon den ersten in der Schweiz gesehen, noch nicht selber besessen, aber und das sind Humanoide, die kosten so ungefähr 15.000 bis 20.000 €, noch ein bisschen Importsteuer, mal gucken, wie teuer das wird in den nächsten Wochen. Aber man kann heute schon sich aus Spaß einfach so einen Humanoiden bestellen, der hat 2 Beine, 2 Arme, der hat Finger, beim Unitree kann man eine 3-fingerige Version bestellen. Jetzt haben sie ihre 5-fingerige Hand vorgestellt, ein Wunderwerk der Technik, die bemerkenswerte Dinge kann, weil also es gibt, ich habe jetzt heute keine Videos dabei, aber machen Sie das mal, machen Sie sich den Spaß und googeln mal Unitree. Die neueste Hand von denen, die ist so gut, wenn Sie, ich habe jetzt kein Buch dabei, aber wenn Sie ein Buch lesen, dann nehmen Sie ja nicht die einzelne Seite von dieser Seite und nehmen genau diese Ecke und machen dann so eine Bewegung, sondern Sie machen das mit dem Finger, dass Sie die so leicht überschlagen lassen, weil Sie merken, wie ist der Reibungskoeffizient zwischen meinem Finger und dem Papier, sodass ich diese Seite so ganz nett rüber biegen könnte. Und das wird in einem Video gezeigt und ich saß da und sagte, oh Gott, das ist ja Wahnsinn, das ist unglaublich. Und jetzt kommt das Verrückte. Ich habe 5 Firmen besucht und habe mit denen gesprochen. Das war auf Einladung von NVIDIA. Die sind an fast allen von diesen Firmen beteiligt, weil sie dann natürlich auch wunderbar Chips verkaufen können und ihre Software-Suite und ihre Trainingsmodelle und ihre Foundation-Modelle, auf denen sie laufen. Also das sind vortrainierte Sachen, wo eine Roboterfirma denen nicht alles neu beibringen muss, sondern nur die Spezialdinge. Und NVIDIA geht ganz klar in Richtung Robotik. Und habe die gefragt, wann wollt ihr eigentlich in die Serienproduktion gehen. Und die sagen, ja, möglichst bald, wir sind also richtig, richtig doll am Arbeiten. Also wir hoffen, dass wir in 2 Jahren tatsächlich die ersten Seriengeräte machen. Da gibt es eine Vorserie, da macht man erstmal so ein paar Dutzend oder ein paar hundert. Jetzt gibt es aber schon Firmen in China, die angekündigt haben, sie werden ganze Legionen von Robotern herstellen. Also eine Legion damals in Rom waren 5.000 Menschen unter Waffen. Und die wollen pro Jahr so zwischen 50 und 100.000 vorstellen. Und wenn man sich das mal so in der Legionenstärke anguckt, so, man guckt sich an, das ist schon eine ganz schöne Arbeitsforce. Also militärisch kann man sich das vorstellen, man kann sich aber auch vorstellen, wie viel Arbeit eine solche Legion eigentlich machen kann. Das Wahnsinnige ist, diese Firmen haben keine Ahnung, wie man feinmechanische Dinge engineeren kann, die nicht nur einmal für ein paar Stunden funktionieren, sondern die, wenn sie dann produziert werden, in gleichbleibender Qualität und höherer Stückzahl produziert werden können, ohne dass sie beim ersten kleinen Kontakt mit Wasser, Sand, Staub oder irgendwelchen anderen Dingen tatsächlich wieder kaputt gehen und zurück in die Wartung müssen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, weil ich habe in dem Moment, als ich mit den Leuten gesprochen habe, gemerkt, das sind Leute, die kommen aus der KI, aus der AI. Das sind Programmiererinnen und Programmierer, richtige Nerds, im besten Sinne des Wortes. Super. Die können auch Prototypen handlöten. Also das heißt, die nehmen da irgendwelche Dinge, entwickeln die, aber die sind weit weg davon, was wir in Deutschland oder in Europa tatsächlich als Kernindustrie haben, nämlich eine feinmechanische Industrie, die in der Lage ist, zum Beispiel bei den Automobilzulieferern, die wir haben, Teile zu produzieren, die über 100.000 Kilometer wartungsfrei laufen, egal ob man sie im ewigen Eis in Nordschweden nimmt oder die Sandstürme, Staub, Wasser, Temperaturunterschiede rütteln und irgendwelche Dinge wegstecken,
ohne dass da immer sofort das zum Service muss. Und wenn man sich mal vorstellt, solche Roboter, die werden in ganz schön verschiedenen Environments arbeiten. Die werden in Vereinigten Arabischen UAE, also die Vereinigten Arabischen Emirate arbeiten und werden mal einen Sandsturm mitbekommen, die werden bei großer Hitze arbeiten, die werden auf einer Baustelle arbeiten, da kommt tatsächlich irgendwann eine Staubwolke von ein bisschen Zement, die werden vielleicht nachts irgendwie mal den Hund Gassi führen im strömenden Regen, wenn die Besitzer das nicht wollen. Die müssen einiges aushalten. Und keine dieser Firmen, die ich im Moment kenne und besucht habe, hat im Moment einen Produktionspartner. Die haben auch keine richtigen Engineering-Abteilungen, sondern die bauen im Moment tatsächlich prototypisch. Das ist wunderbar. Also wenn man sich so eine Hand vorstellt, aber die muss nachher auch 100 Grad irgendwie aushalten, weil die wird wahrscheinlich unsere Spaghetti so rausholen und gar kein Sieb mehr brauchen, gucken, aber muss dann hinterher auch noch funktionieren. Und das wäre eigentlich unsere Chance. Und auf dem Rückflug habe ich mir so gedacht, schon komisch, wie die Stimmung in Deutschland im Moment ist. Also wir haben die letzten 50 Jahre waren wir in der Welt dafür bekannt. Mein Vater hat immer gesagt, einem Ingenieur ist nichts zu schwör. Also das heißt, man hat immer gesagt, je größer das Problem ist, her damit. Also wir sind gut im Probleme lösen. Und wir haben auf der Welt im Moment mehr Probleme denn je. Also wir haben Dinge zu erfinden, die groß sind. Also nicht nur Roboter und selbstfahrende Autos, sondern Wasserpurification, neue Nahrungsmittelherstellungen, wie wir mit der Klima- und Energiekrise umgehen, oder Krise ist es eigentlich gar nicht, aber neue Energiesysteme bauen, wie wir neue Batteriewerke der nächsten Generation herstellen. Eigentlich müssten wir jubelnd durch die Straßen laufen und sagen, was für eine tolle Zeit. Weil je mehr Probleme, das ist unser Ding. Und jetzt kommt es ins Mechanische. Jetzt kommt es wirklich darauf an, Engineering und Ingenieurskunst und Erfahrung und Maschinen einzusetzen, um tatsächlich diese physische AI tatsächlich möglich zu machen. Wir kommen also zu dieser Kombination aus Software, die vielleicht andere einen Tick besser können als wir, bitte nicht falsch verstehen, aber naja, also wir können auch Software, wir müssen uns nur anstrengen, aber Hardware ist nochmal eine andere Kiste, das ist eigentlich unser Beritt. Und dafür haben wir auch jede Menge Firmen, Mittelständler, kleine Unternehmen, hoffentlich auch viele Start-ups, die sagen, da gehe ich tatsächlich rein. Und ich glaube, wir sollten uns jetzt wirklich überlegen, dass wir nicht sagen, ach, alles ganz, ganz schrecklich, wir werden immer weniger Autos verkaufen. Und wahrscheinlich ist das sogar wahr, dass wir weniger Autos verkaufen von Jahr zu Jahr. Das hat damit zu tun, dass unsere Städte immer enger werden, dass der demografische Wandel einfach da ist, dass wir die Nachfrage gar nicht mehr haben. Das hat auch damit zu tun, dass die Chinesen richtig gut geworden sind in den letzten 10 Jahren, ohne dass wir es richtig mitbekommen haben. Und wir mittlerweile mehr als die doppelte Kapazität im Vergleich von vor 10 Jahren an Automobilproduktion auf der Welt haben. Bei einem stagnierenden Markt. So, das wird hart. Das ist ein riesiger Wettlauf um Innovation, um Preise. Es wird brutal. Und eigentlich müsste man jetzt auf den nächsten Level gehen. Das Schlimme ist nur, ich bin hinterher zu meinen Kunden gefahren, die sind aus der Automobilbranche, also ich habe verschiedene Firmen, mit denen ich seit vielen Jahren arbeite, die bauen irgendwie Autos oder die bauen Getriebe oder Zubehörteile oder Servolenkungsverbindungen oder kleine Stellmotoren oder irgendetwas und habe gesagt, pass mal auf, ey, das ist super mit der Robotik. Lass uns mal in 2, 3 Wochen einen Flug buchen, nach San Francisco fliegen, wir besuchen die Firmen, wir gucken uns mal deren Prototypen an, wir schauen mal, was wir denen helfen können, dabei, was wir können. Gelenke, Zahnräder, Linearmotoren, Hochpräzision. Wir können auch sagen, okay, wir können N1 haben, also ein Teil davon bauen, aber wir können dir da auch 100.000 von bauen. Wir haben sogar die Fabriken dafür. Lasst uns das mal machen. Wissen Sie, was die Antwort war? Herr Thomsen, klingt schon ein bisschen sehr utopisch, was Sie da erzählen. Und Roboter, wissen Sie, wir sind Autozulieferer, wir machen Autos, wir machen keine Roboter. Und ob das was wird? Und außerdem, die Stückzahlen sind zu klein. Wir fangen gar nicht erst an unter 100.000 Stück. Das machen wir auch bei unseren Kunden so, wenn so ein neuer Autohersteller kommt und sagt, wir wollen irgendwie 10 bauen und kannst du uns irgendwie was Neues entwickeln, sagen wir, ne. Wir haben nur für die wirklich sagen, 100.000 Minimum, fangen wir an, überhaupt nachzudenken. Ich bin mit keinem darüber geflogen, mit keinem. Naja, also wir brauchen eigentlich eine neue Industrie, die jetzt diese Chancen ergreift und es dauert eben keine 5 oder 10 Jahre mehr, es beginnt jetzt und wahrscheinlich
werden in 10 Jahren mehr robotische Einheiten verkauft als Automobile. Weit mehr. In dem ganzen Spektrum. Also man könnte sich sogar vorstellen, dass eine Baufirma in 10 Jahren ganz anders baut. Dass sie sagen, ich denke so an meine Zeit, als ich noch in der Sandkiste gespielt habe. Mit einem kleinen Bagger, mit so einem Drehding, und da konnte man ein bisschen Sand schaufeln. Da hatten wir so einen kleinen Lastwagen, der hatte auch einen Kipper irgendwie drauf und den konnte man so schieben oder irgendetwas. So haben wir damals gespielt. Aber nun stellen Sie sich mal vor, jemand will ein neues Haus bauen. Architekt kommt mit einem großen iPad und fängt an zu zeichnen und sagt, oh, wie findest du das? Das ist ja schon ganz gut, aber ich hätte das Dach ein bisschen spitzer, okay, ein bisschen spitzer. Vorne größere Fenster, okay, die Garage machen wir ein bisschen größer, machen wir andere Ziegelfarbe und so weiter. Nach 2, 3 Stunden haben sie ihr Traumhaus designt mit dem Ingenieur. Der drückt auf den Knopf und es kommt die Statik und der Bauantrag automatisch raus, weil dahinter berechnet wurde die Mengen, die Statik, die verschiedenen Dinge. Man schickt das rüber in eine digitale, also jetzt träume ich, also Sie dürfen mitträumen, rüber zum Bauamt, wo dieser Bauantrag nach den bestehenden Regeln oder Regelanträgen einfach geprüft wird. Und das Gute ist an Regeln sind Algorithmen. Wenn das so ist, dann ist es genehmigungsfähig. Und da steht alles genau drin, es ist kein Ermessensspielraum. Beamte dürfen nicht sagen, finde ich gut oder schlecht, sondern einfach nur, ist das erlaubt oder ist das außerhalb der Norm. Und wenn alles geprüft ist, kommt ein Stempel drauf, hier ist der Bauantrag. Leider kommt der häufig erst ein paar Monate, wenn man es Pech hat, sogar erst ein Jahr später. Aber stellt euch mal vor, das kommt innerhalb von 24 Stunden zurück, ist genehmigt, das Grundstück haben Sie schon. Und jetzt kommt eine virtuelle Baufirma und sagt, sollen wir dir schon mal das Fundament ausheben? Okay, ist ja die Genehmigung hat man, elektronisch kann man dann auch digital signiert drüber machen. Und die kommen nicht mit einem riesigen Bagger, die kommen mit 20 solchen kleinen solchen Baggern und Kippmulden, die wir damals in der Sandkiste haben, aber roboterisiert. Und die kennen das Grundstück, können das genau vermessen, lassen eine Drohne rüberfliegen, machen die Laservermessung, stecken das mit GPS, dass es richtig ist und fangen an ganz leise, weil die fahren elektrisch, auch in der Nacht schon so ein bisschen raus, die Sachen wegzumachen. Und die sind einfach dadurch, dass sie im Schwarm arbeiten, nach 2, 3 Tagen fertig. Nachbarn haben sich noch nicht mal beschwert von irgendwie Baulärm oder großen Dieselmaschinen, die da kommen und irgendetwas. Und dann fangen diese kleinen Roboter an, die Verschalungen zu machen, den Beton ein bisschen zu mischen und da rein zu tun, die Leitungen mit einzuziehen, irgendwelche Dinge zu machen. Natürlich sind Menschen noch dabei. Aber stellen Sie sich mal vor, wie viel billiger das werden würde, wenn wir nachher nicht mehr die Knappheit hätten, dass wir sagen, wir haben zu wenig Handwerkerinnen und Handwerker, Zimmerleute und Maurerinnen und Maurer. Aber dass wir in die Lage versetzt werden, viele der Dinge zu machen. Ich denke an diese vielen Brücken, die wir sanieren müssen. Die paar Firmen, die wir haben, die so einen Sandstrahler haben und sagen, nee, also wir sind auf 5 Jahre ausgebucht, die könnten sich solche Roboter machen, die klettern durch die Unterkonstruktion, haben kleine Röntgengeräte oder können vielleicht sogar mit CT oder anderen Dingen nachher neuralgische Teile röntgen bzw. scannen, können sehen, wo muss noch irgendwie Rostschutzfarbe aufgetragen werden, wo muss was verstärkt werden und die krabbeln da praktisch so durch. Das sind riesige Dinge, die nicht nur für Deutschland interessant wären, wenn wir nämlich jetzt unsere 500 Milliarden sind 500.000 Millionen, die wir jetzt heute haben wir den Koalitionsvertrag vorliegen. Also wir haben jetzt mindestens 500.000 Millionen, eine Milliarde sind 1.000 Millionen, 500.000 Millionen auszugeben. Und ich würde sagen, wir sollten die sinnvoll ausgeben. Also nicht einfach nur das Geld in die Luft schmeißen und sagen, wer es zuerst die Geldscheine macht, sondern dass wir Technologien machen, die auch wieder Exportschlager sein können, wo wir sagen können, so eine Brücke sanieren geht innerhalb von Wochen, vollkommen dokumentiert, simuliert mit diesen Robotern, die wir machen und wir können das einstellen auf diese ganzen Geschichten. Das wäre meiner Meinung nach ein besserer Exportschlager, als darauf zu hoffen, dass auch in 10 Jahren der VW Golf von allen Leuten auf der Welt noch das beliebteste Auto ist. Und das erfordert aber, und jetzt kommt das Wahnsinnige,
ich habe mich immer gefragt, früher hat man dieses Studium Generale so hochgehalten. Das war so also als das Humboldtsche Bildungsgesetz kam, hat man gesagt, am besten sind die Leute, die nicht nur ein Fach kennen, sondern die verschiedenen Facetten der Wissenschaft zumindest so gut verstehen, dass sie sie miteinander einordnen können. Und was mir aufgefallen ist bei diesen Robotikfirmen, die ich besucht habe, ist, die haben im Moment ein viel zu enges Bild davon, wie man die Produktion von solchen Maschinen, die hochpräzise mit Automotive Grade, so wie wir das nennen würden, hergestellt werden müssen, in die Produktion umsetzt, weil sie aus einer ganz anderen Disziplin kommen. Sie, die hier im Hörsaal sind, und wahrscheinlich auch einige, die da draußen auf YouTube noch sind, haben eine andere Disziplin. Sie wissen, wie man Engineering macht, wie man als Ingenieurin oder Ingenieur eine Idee in die Tat umsetzt, berechnet, etwas Mechanisches nachher hinbekommt, in den verschiedenen Disziplinen, also ob das nun Maschinenbau ist oder Elektrotechnik oder irgendetwas. Aber was mich fasziniert ist, warum bei so vielen Hochschulen, und ich will jetzt nicht die Hochschule Karlsruhe angreifen, aber ich war neulich an der ETH in Zürich und die Informatiker, die sitzen in einem komplett anderen Gebäude, haben auch eine andere Mensa und haben auch ganz andere Professorinnen und Professoren als die Ingenieurwissenschaften, die irgendwo auf der anderen Seite vom Campus sind. Die sehen sich kaum, also vielleicht mal zur Semesteranfangs- oder Abschlussparty, mal so, hi, aber eigentlich müsste man die jetzt viel stärker zusammenbringen, denn die Magie entsteht, indem wir jetzt Teams bilden von Leuten, die richtig gut neuronale Netzwerke machen können, die AI oder KI, wie immer wir das nennen, richtig durchdrungen haben und denjenigen, die das in die mechanische und in die echte Welt überführen können. Also nicht nur Bits und Bytes hin und her zu schieben, sondern dann tatsächlich zu machen, jetzt geht das. Und die Robotik ist meiner Meinung nach viel zu klein im Moment aufgestellt, weil wir denken noch in dieser Industrierobotik und können uns das nicht vorstellen. Aber in der Kombination von künstlicher Intelligenz und eben physischer künstlichen Intelligenz, also Maschinen, die in der Lage sind, die Sachen zu machen, riesig. Und für Deutschland auch ganz toll, weil, jetzt komme ich noch mal auf die Sandkiste zurück. Natürlich haben wir viele Firmen, die sagen, wir sind keine KI-Spezialisten, wir können keine selbstfahrenden Sachen machen. Und ich mache mal ein ganz verrücktes Beispiel. Da ist irgendeine Firma, die baut seit 50 Jahren richtig gute Schubkarren. Also das, wo ein Mensch 2 Handles hat und vorne ist ein Rad und dann geht es darum, den Sand, den man dort mit der Schaufel drüber macht, irgendwie 20 Meter über vielleicht ein dünnes Brett, damit man nicht einsinkt, dahin bringt und auf einen anderen Haufen tut. Und diese Schubkarre, die funktioniert wunderbar, weil man hat herausgefunden, wie diese Narbe freigehalten wird von Sand und Staub und sich immer gut dreht und dass der Reifen nicht schnell platt wird und dass das Gewicht genau verteilt ist und so weiter. Aber diese Firma wird sagen, wir haben doch überhaupt keine Ahnung von Robotik, wir sind keine Roboterhersteller. Jetzt kommt Nvidia wieder ins Spiel. Die bauen mittlerweile komplette Systeme, die sind von der Computerleistung her in der Lage, ein autonomes Gerät zu steuern, dass es sich mit verschiedenen Kameras und Sensoren und die werden auch sehr viel billiger. Wir brauchen keine drehenden Lidare mehr, sondern wir können einfach Kameradaten nehmen. Wir können wie heißen die? Infrarot, nicht Infrarot, nee, die Piepser, die kleinen Ultraschallsensoren nehmen. Also man nimmt mehrere Sensoren, die relativ billig sind, macht die da dran, macht ein Foundation-Modell und sagt, die Aufgabe ist es, diesen halben Kubikmeter, nee, so viel ist es noch nicht mal, das ist irgendwie ein Zehntel Kubikmeter Sand, von dort nach dort zu bringen, macht an die Narbe noch einen kleinen Elektromotor und macht dann die erste robotische Schubkarre. Das Gute ist, bislang brauchen wir immer einen Menschen, der diese Aufgabe macht. Und der ist teuer und schwer zu finden, schwer zu motivieren, hat Rückenprobleme, will nicht irgendetwas. Und jetzt bauen wir aus einer einfachen Dinge, wo es nur darum geht, Sand von einer Ecke einer Baustelle auf die andere zu bringen, eine automatische Maschine, dadurch, dass wir jetzt die Sensorik und das Foundation-Modell, also ein Modell, wie sich diese Maschine orientieren kann, wo muss ich lang, den Menschen fahre ich nicht an, ich warte jetzt irgendwie da und diese Sachen, die kommen jetzt zusammen. Also wir werden recht viele verschiedene Möglichkeiten haben, etwas zu machen. Und darum glaube ich, dass wir, Professor Simon hat das eben gesagt,
Die Ingenieursdisziplin ist wahrscheinlich die größte Knappheit, die wir derzeit haben. Und das Schöne ist, sie werden so viel produktiver sein, als mein Vater jemals war. Warum? Weil sie werden, wenn sie die richtigen Fragen stellen und wenn sie die richtigen Ideen haben, so starke Werkzeuge haben, diese Ideen in die Realität in kurzer Zeit und in guter Qualität umzusetzen. Davon haben Generationen vor uns nur geträumt. Also wenn ich daran denke, wie mein Vater Statiken gemacht hat, also er war Bauingenieur, er hatte noch einen Rechenschieber. Er hatte dann den ersten Taschenrechner mit Stromanschluss, weil er hat so viel Strom gebraucht, hatte so kleine grüne LEDs, ich glaube 10 oder sowas, große Tasten, brummte auch leicht, weil der Travo da drin war. Es war schon ein Riesenfortschritt zum Rechenschieber, aber er hat noch mit Tinte und auf Pergamentpapier und solche Sachen die Sachen gemacht. Heutzutage können wir schneller ingenieren. Und Sie sehen es bei der KI, wenn wir die richtige Frage stellen, dann kriegen wir sehr schnell etwas, was vorher Stunden oder Tage gebraucht hat. Wir können jetzt, und das ist diese neue Zeitrechnung, in viel kürzerer Zeit Lösungen finden für Probleme, wo wir dachten, das dauert noch Jahrzehnte. Und das ist eigentlich die Zeit der Ingenieurinnen und Ingenieure. Wenn wir es schaffen, unseren Blick zu weiten und zu sagen, ja, wir integrieren tatsächlich diese physische KI oder auch die KI und von der zu lernen, wäre es wichtig und machen daraus eine richtige große Chance. Und das Tolle ist, wir sollten in Europa und in Deutschland nicht verzweifeln vor den Drohungen der USA, die sie da derzeit hochbringen, denn es gibt, und ich kenne die USA sehr genau, es gibt in den USA kaum Firmen, die tatsächlich in der Lage sind, so feinmechanisch perfekt und gut Dinge in großen Massen zu gleichbleibender Qualität herzustellen. Das ist eher die Ausnahme. Die findet man hier in Baden-Württemberg, die findet man in Nordrhein-Westfalen, die finden wir in Bayern, die finden wir in Hessen, die finden wir überall in Deutschland, wo viele mittelständische Unternehmen händeringend danach suchen. Und wenn sie die richtigen Fragen stellen können, dann können sie es schneller umsetzen. Letzte Sache, und das ist die Motivation eigentlich. Ich habe neulich in meinem Podcast darüber gesprochen, und vielleicht haben Sie das gesehen, wie schnell mittlerweile Dinge gehen. Da war ein Typ, der war auch jetzt gefeatured in mehreren Fernsehsendungen oder anderen Podcasts, der hatte keine Ahnung, wie man eine App programmiert, aber er hatte eine gute Idee. Er wollte nämlich etwas entwickeln, dass man mit seinem Smartphone seinen Teller fotografieren könnte, wo das Essen, was man gleich essen, sodass die App in der Lage wäre, ihm zu sagen, wie viel Kalorien das ungefähr hat und welche Nährwerte da drauf sind. Und obwohl er nicht wusste, wie man eine App für den App Store von Apple oder von Android programmiert, hat er einfach nur der KI gesagt, hier ist meine Idee, und hat einen recht langen Prompt geschrieben, was diese App am Ende können sollte. Und die KI war in der Lage, den Code weitgehend zu entwickeln, inklusive des UX, also der Benutzeroberfläche, wie das geht. Und dann brauchten sie noch Daten. Das heißt, es ist immer die Frage, wie trainiert man ein solches Modell? Und siehe da, die KI hat vorgeschlagen, komm, wir gucken mal bei GitHub, da gibt es jede Menge Daten, die da sind. Und wir scannen alle von diesen ganzen Food-Seiten durch, wo irgendwelche Rezepte im Internet stehen, wo denn genau die Inhalte drin sind für vier Portionen, mit den Inhalten, wie viel Reis und wie viel Chicken und wie viel Tomaten und wie viel Sachen da drin sind. Und da steht meistens sogar eine Kalorien- und Nährstoffangabe darunter. Und dann hat dieses System aus diesen ganzen Dingen sich die Daten zusammengezogen und hat die Muster erkannt. Und hat gesehen, naja, so ein Chicken Breast, die kann zwischen 120 und 170 Gramm wiegen, das ist so ungefähr die Bandbreite. Und wenn man das vergleicht, wenn daneben Reis ist und man die Tellergröße ungefähr abschätzen kann, dann eine Estimation machen, wie groß die ungefähr ist und in welcher Kategorie das ist. Und das kann auf 10% genau, diese App, jetzt die Kalorien- und Nährstoffangaben machen, 10%, aber das ist eigentlich gut genug. Und der hat mittlerweile 3,54 Millionen Downloads in dem ersten Monat gehabt, hat noch nie eine App entwickelt. Er hatte nur die richtige Idee. Und das ist diese Enabling-Technologie. Ich will jetzt nicht Trumps Worte benutzen mit, wie hat er das, den Lightning Day oder den Liberation Day. Okay, nein, will ich nicht sagen, aber es ist schon befreiend, wenn wir Technologien bekommen, wo wir
nur limitiert sind durch die Menge der guten Ideen. Und das ist auch das, was ich Ihnen wünsche. Ich bin zum Beispiel jemand, der sein Leben lang ein bisschen gelitten hat darunter, dass mein Gehirn wirklich, wenn ich unterwegs bin, nicht aufhört, darüber nachzudenken, was könnte man besser machen. Das hat meine Mutter mir eingebrockt damals als Kindergärtnerin, die uns immer wieder aufgefordert hat, guckt in die Welt, denkt drüber nach, ist dieser Status quo das Beste, was geht, oder geht es besser. Ich habe im Leben nicht genug Zeit, um alle diese Ideen, die ich jeden Tag habe, umzusetzen, denn jede Idee, die man macht, und man macht ein Start-up draus oder man muss vielleicht sich da reinarbeiten, kostet Geld und kostet den Preis, dass man eben die andere Idee, die man auch noch hatte, dafür leider erstmal beiseite tun muss. Und jetzt kommen wir in eine Zeit rein, wo Sie in Ihrer Arbeit und auch in dem, was Sie in den nächsten Jahren machen werden, in die Lage versetzt werden, das Limit ist die Anzahl von guten Ideen, die Sie haben. Sie können ausprobieren, Sie können simulieren. Und Simulationstechnik ist super stark. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was Groot, also diese Simulationsplattform von Nvidia im Moment kann, die können einen virtuellen Roboter, den sie sich ausgedacht haben und der im Computer-Aided Design beziehungsweise in ihrem Modell bislang nur als Modell existiert, in einer virtuellen Umgebung schon mal testen. Sie können dem das Laufen beibringen. Sie können Entscheidungen sehen, wie lange braucht das und dieses Foundation-Modell trainieren, bevor der erste Prototyp da ist. Simulation ist das Bindeglied zwischen der KI-Programmierung und der echten Welt. Darum, glaube ich, sind wir in Europa im besten Falle derzeit an einem Wendepunkt, vielleicht sogar an dem Wendepunkt, jetzt endlich wieder etwas zu finden, wo wir sagen, darin sind wir richtig gut. Wenn wir als Ingenieurinnen und Ingenieure tatsächlich diesen Spirit haben und sagen, wo wir richtig drin gut sind, sind Probleme zu lösen. Und je schwieriger, desto besser, her damit, dann haben wir die beste Zeit, die wir haben könnten, weil das ist die Knappheit, die wir im Moment haben. Ich glaube, wir sollten diese Chance nutzen. Ich hoffe, dass Sie vielen Ihrer Kollegen und vielleicht auch nachfolgenden Generationen sagen müssen, wir brauchen noch wesentlich mehr von Ihnen. Das Gute ist, Sie sind die knappste Ressource in diesem ganzen Ding. Also das heißt, wir können zwar die Rechenleistung verzehnfachen, verhundertfachen, vertausendfachen, aber wir können sie nicht verhundertfachen, vertausendfachen. Und darum würde ich Sie bitten, machen Sie die Augen ruhig auf und gucken Sie auch links und rechts. Ich weiß, Sie sind schon weit fortgeschritten in Ihrem Studium, aber jetzt beginnt es eigentlich erst, dass Sie mit den Unternehmen daran arbeiten, diese wunderbaren Dinge in die Welt umzusetzen. Und es ist eben nicht nur ChatGPT oder ein Large Language Model, was die Welt verändert. Es sind autonome Maschinen, es ist physische KI, die meiner Meinung nach einen Markt eröffnet, der größer wird, als die Automobilindustrie jemals war. In diesem Sinne danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns in der Zukunft. Danke. Prima, vielen Dank für diesen wieder wunderbar inspirierenden Vortrag. Ich bin sicher, es gibt Fragen im Publikum, aber wenn es Fragen gibt, bitte einfach kurz auf das Mikro warten. So, Fragen im Publikum. Ja, da sind zwei. Glauben Sie, dass die deutsche Bürokratie der ganzen KI-Roboter-Entwicklung im Wege stehen könnte? Na ja, gut, das ist ja auch eine gute Frage. Ich glaube, wir brauchen ein neues Verständnis dafür, wie wir Innovation und Unternehmertum und vielleicht auch Start-ups dabei helfen können, etwas anders zu machen, als wir es bislang machen. Und das hat auch damit zu tun, dass wir Bürokratie vereinfachen, verschlanken und abbauen müssen. Eventuell kann KI sogar ein Werkzeug dazu sein, weil ich glaube, dass das, was wir im Moment an Blockaden in der Bürokratie sehen, häufig daran hängt, dass wir einfach zu wenig Menschen haben oder zu viele Gesetze, zu wenig Menschen, um die in der richtigen Geschwindigkeit umzusetzen. KI kann meiner Meinung nach der Schlüssel auch sein, um in Deutschland in den nächsten 5 Jahren, wenn wir es wirklich wollen, uns zu einem der modernsten und wahrscheinlich flüssigsten
Bürokratien bringt, weil die Werkzeuge sind da, ob wir nun Blockchain-Technologie einsetzen, ob wir, wie ich das eben mit dem Bauamt erzählte, auch zulassen, dass zum Beispiel gewisse Prüfungen automatisiert laufen. Und ich hoffe, dass die Politik den Ruf aus der Industrie und aus der Gesellschaft hört. Aber wir sollten vielleicht auch darüber nachdenken, dass die Politik nicht die Instanz ist und die Innovationen und die Veränderungen wirklich vorantreibt. Also wir sagen immer, das muss die Politik lösen. Ich glaube, wir als Ingenieurinnen und Ingenieure, als Teile der Gesellschaft müssen gute Vorschläge für diese Lösungen bringen, wie wir dieses Bürokratiemonster, was wir im Moment haben, was sich über die Zeit auch aufgestaut hat, tatsächlich effizienter machen. Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass die Lösung darin besteht, mit der Kettensäge alles abzuschaffen, was irgendwelche Regeln oder Institutionen angeht, aber eine Verschlankung und eine Beschleunigung der Prozesse ist enorm. Oder selbstfahrende Fahrzeuge, also letztendlich ist ein Roboter eben eine selbst agierende Maschine, ob sie nun fährt, krabbelt, rennt, läuft, schwimmt, was auch immer. Jetzt nicht komplett blauäugig daran gehen und sagen, jeder darf auf öffentlicher Straße was ausprobieren, aber wir brauchen solche Sandboxes, also wir brauchen gesicherte Räume, wo Start-ups und die Innovatoren diese Technologie möglichst schnell testen können. Und wir sehen ja, wenn wir jetzt in solche Krisenzeiten reinkommen, ich arbeite zusammen mit einer Firma, die in der Ukraine dabei ist, Drohnen zu entwickeln, und eben, ich kenne 2 der Projektleiter, die in Kalifornien leben, aber mir genau da erzählt haben, wie das geht. Die schaffen das in einer agilen Weise, das ist unglaublich, weil die Geschwindigkeit, wenn sie eine neue Idee haben, bauen sie einen Prototypen und setzen ihn tatsächlich schon direkt ein. Das heißt also, haben in einer Woche eine Lernerfahrung, sind wir einen Schritt vorangekommen oder sind wir einen Schritt zurückgegangen. Und wenn man das 52 Mal im Jahr macht, hat man einen wesentlich agileren Entwicklungsprozess, wo man nicht jedes Mal ein Forschungsprojekt oder einen Antrag stellen muss, darf ich vielleicht irgendwann mal was ausprobieren mit meiner Drohne. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich agilere Dinge. Jetzt war eine ganz lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich sage mal, ich würde es jetzt falsch finden zu sagen, wir machen das gar nicht erst, weil wir haben zu viel Bürokratie. Ich glaube, die Bürokratie ist etwas, das können wir beeinflussen, auch mit KI, und besser machen. Gut, danke. Direkt daneben war noch eine Frage. Ja. Jetzt, da wo die KI immer besser wird im Programmieren, wie sehen Sie da den Beruf oder generell den Studiengang des Informatikers? Der wird sich stark verändern. Also es ist eben Wahnsinn, wie schnell diese Geschwindigkeit kam. Vor 3 Jahren hat noch jeder gesagt, wenn du coden kannst oder programmieren kannst, da hast du für die nächsten 20, 30 Jahre den sichersten Job der Welt. Heute würde das, glaube ich, keiner mehr so unterschreiben, weil Coden und Programmieren ist mittlerweile etwas, was die KI sehr, sehr gut und schnell kann. Trotzdem brauchen wir natürlich Menschen, die jetzt mit diesem Werkzeug mehr Produktivität haben. Also und ich meine, warum haben wir einen großen Bagger erfunden? Weil wir gesagt haben, mit dem kann ein Mensch mehr machen, als wenn wir ihm einfach eine simple Schaufel in die Hand geben. Und ähnlich sehe ich das eben auch bei der Technologieentwicklung. Wenn wir Werkzeuge haben, mit denen wir unsere Arbeitszeit besser einsetzen können, weil wir nicht die Dinge machen können, die einfach nur lange dauern und kraftaufwendig sind und frustrierend sind. Und ich glaube, KI ist, wenn wir es mal im positiven Sinne sehen, wahrscheinlich das mächtigste Werkzeug, was die Menschen je erfunden haben. Also was die Produktivität angeht, um das Denken und das Engineering und das Problemlösen und Dinge zu machen. Aber ich gebe auch offen zu, die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklungen laufen, stresst unsere Gesellschaft enorm, und ich rechne auch damit, dass in den nächsten Jahren die Ängste unter Menschen, die vielleicht mal dachten, sie hätten was gelernt, was für die nächsten 30 Jahre reicht, um dann ganz gemütlich in Rente zu gehen, eben nicht mehr das ist, was es da war. Und ich glaube, das ist auch das, was im Moment in den Gesellschaften diese Irrationalitäten auslöst, die wir derzeit weltweit sehen. Vielen Dank. Weitere Fragen im Raum? Auf YouTube ist leider noch keine.
Dann gibt es noch eine Frage bzw. Anmerkung. Na, das ist keine Frage, sondern das ist jetzt etwas, was eingeblendet wird. Ich habe eine App geschrieben, damit Sie sich wieder anmelden können und dass Sie vorhanden sind. Das wird jetzt vorne eingeblendet und dann können Sie Ihre Anwesenheit sofort bestätigen. Übrigens, die App habe ich nicht geschrieben, sondern die habe ich per KI schreiben lassen. Genau. Und jetzt dürfen Sie sich anmelden und dann sind wir schon fertig. Und es ist tatsächlich so, dass ich da einen Nachmittag nur gebraucht habe mit einem ordentlichen Prompting. Und ich habe früher mal C++ unterrichtet, das lasse ich inzwischen bleiben. Gut, damit haben wir auch ein Wort aus der Praxis gehört. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, wenn es okay wäre. Wir haben uns vor dem Vortrag noch ganz kurz unterhalten über Entwicklungsprozesse und Denkmuster. Ich hatte während dem Vortrag noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Ist so ein agiler Prozess, ist diese dauernde Veränderung nicht eigentlich genau das, was uns als deutsche Ingenieure eigentlich ausmacht, das Tüfteln? Ja, und wenn wir das können und wenn wir Lust haben am Tüfteln, das ist wahrscheinlich der kreativste Prozess überhaupt. Also Tüfteln, etwas probieren, aber wenn man jetzt zwischen der Idee, dem Tüfteln und dem Erkennen, ist das gut oder schlecht, einfach die Zeitspanne etwas verkürzen kann, werden wir einfach produktiver. Und ich würde sagen, das ist keine Produktivität, die uns stresst, sondern eher, also ich meine, heute gibt es viele Leute, die arbeiten an einem Projekt 3 Jahre lang und erst nach 3 Jahren wissen sie, ob es klappt oder nicht. Das kann man im Leben 10-mal machen und dann ist man eigentlich schon durch. Oder man sieht Rapid Prototyping nach 3 Wochen, ob es geht oder nicht, dann schafft man im Leben 10-mal so viel. Nee, noch mehr. Gut, ja. Also das ist ja eigentlich ein schönes Leben. Und was wir gerade am Anfang noch gesprochen haben, es gibt immer wieder in der Zeit solche magischen Momente, wo sich die Paradigmen ändern, wie wir zum Beispiel Projekte machen. Und ich hatte neulich jetzt das mal wieder auf, ich hatte schon fast vergessen, im Jahre 2001, also im Winter 2001, also vor 9/11, sind 17 recht frustrierte Programmiererinnen und Programmierer zusammengekommen auf einem 3-Tagestrip in Snowbird in Utah. Das ist ein Skigebiet. Die sind aber nicht Ski gelaufen, sondern die haben 3 Tage lang darüber nachgedacht, wie kann man die Frustration von Softwareentwicklern und den Kunden, die beide frustriert sind, weil den Kunden, die verstehen nicht, was die Programmierer machen und die Programmierer wussten nicht, was die Kunden wollen, wie kann man das verbessern? Und sie haben in diesen 3 Tagen ein Manifest aufgeschrieben, das kann man heute noch im Internet sehen. Die Webseite ist Copyright 2001, das ist also eine der ältesten, die man so im Moment heute noch findet. Und sie haben 4 Core Values aufgeschrieben, also 4 Werte, die sie für wichtig halten. Die kriege ich jetzt nicht mehr alle zusammen, aber da steht zum Beispiel, es ist wichtiger, dass eine Software funktioniert, als dass sie perfekt ist oder also solche Sachen. Und haben dann 12 Prinzipien erarbeitet, wie man den Prozess zwischen den Leuten, die eine Software haben wollen, und denjenigen, die das programmieren, vereinfacht. Und das hat etwas losgetreten, das nennen wir heute agile Projektentwicklung. Also das Wort agile Softwareentwicklung, Scrum und wie die ganzen Methoden da heißen, die sind eigentlich erst nach diesem 3-Tagestrip in Utah von diesen 17 Leuten gekommen, die einfach sich mal hingesetzt haben und gesagt, ich glaube, wir müssen grundsätzlich mal neu denken, wie wir Dinge machen. Und ich habe gerade gesagt, ich fahre von hier aus in den Schwarzwald, weil wir wollen das auch mit Managementprozessen mal machen, weil das, was ich im Moment merke in vielen Firmen, ist, dass die Leute so ein bisschen dran verzweifeln, weil sie sagen, also wir haben Tausende von Meetings und wir kommen aber nirgendwo hin und irgendwie, glaube ich, brauchen wir so eine Befreiung, dass wir mit KI und diesen starken Methoden einfach in die Lage versetzt werden, mehr gute Dinge zu tun. Super. Also wer jetzt genauso viel Lust auf Zukunft hat wie ich und wahrscheinlich wir beide und noch nicht weiß, was er studieren soll oder sie studieren soll, seit 1,5 Jahren haben wir hier an der Hochschule in Karlsruhe einen Studiengang, der heißt Künstliche Intelligenz in den Ingenieurwissenschaften, wo wir eben KI in die Elektrotechnik, in den Maschinenbau reinbringen wollen und in Produkte aus diesen beiden Disziplinen. So, das war Werbeblock. Das ist ja perfekt. Frage, oh, es gibt noch eine Frage in YouTube. So, sorry, die kam für mich ein bisschen spät. Denken Sie, dass Roboter mit einem Preis deutscher Qualitätsarbeit die Arbeit im Niedriglohnsektor, sagen wir im Bau, im Angesicht des Kapitalismus konkurrenzfähig sein können zu günstigen Menschen?
Ja, die sind ergänzend. Also ich sag mal, wir haben ja, wenn man sich die Demografie anschaut, ich habe gerade die Zahlen aus Italien bekommen, Kinder pro Frau in Italien 1,08. Also das ist der Durchschnitt. Also alle gebärfähigen bzw. Frauen kriegen im Durchschnitt 1,08 Kinder. Das ist nicht sustainable. Also das heißt, um eigentlich eine Demografie auf dem gleichen Stand zu halten, müsste jede Frau durchschnittlich 2,1 Kinder bekommen, weil dann gibt es eben auch noch Säuglingssterblichkeit oder irgendwelche anderen oder einen Unfall oder sowas. Aber dann würde mehr oder weniger die Anzahl der arbeitenden oder arbeitsfähigen Menschen einigermaßen konstant bleiben. Wir sind in den meisten Industrieländern deutlich darunter. Und wir werden immer älter gleichzeitig. Also das heißt, wir haben immer weniger Nachwuchs. Wir sind im Moment in Deutschland knapp bei dieser 2:1. Das heißt, auf jeden Neuankömmling im Arbeitsmarkt gehen 2 Leute in Rente. Und wir müssen, damit wir unseren Wohlstand halten, also das heißt, es geht natürlich auch um, kriegt jemand Arbeit oder wird ihm die Arbeit weggenommen, aber wir denken jetzt einfach mal für eine Minute andersrum und sagen, wenn wir alle im Alter versorgt werden wollen, wenn wir weiterhin den Wohlstand halten wollen, den wir heute haben, mit allen Servicedienstleistungen, mit der Möglichkeit, dass wir einen Handwerker finden, der uns das Dach nochmal repariert oder eine Solaranlage installiert oder irgendetwas, werden wir nicht umhin kommen, die wenigen Menschen, die wir haben, robotisch zu unterstützen. Und wenn Sie so ein Solateur-Business haben und Solaranlagen installieren, das nur als Beispiel, ich glaube in 5 Jahren spätestens, vielleicht schon früher, werden dort Menschen kommen, die mit Robotern gemeinsam arbeiten und wo der Roboter die Sachen aus dem Auto holt und schon mal raufträgt oder auch bei den schwierigen Sachen auf dem Dach wahrscheinlich besser klettern kann als ein Mensch und sicherer. Und selbst wenn er mal abstürzt, ist es nicht so schlimm. Und also die meisten Handwerksbetriebe in 5 Jahren werden wahrscheinlich gar nicht, weil sie gar nicht genug Nachwuchs bekommen, einfach sagen, wir brauchen robotische Assistenz. Und wenn dadurch die Rücken von den Menschen geschont werden, weil sie halt nicht mehr die schweren Sachen dann die Treppen rauf tragen müssen, umso besser. Und darum glaube ich, wir sollten in der Diskussion, die wir derzeit führen, tatsächlich nicht immer nur auf dieses, oh, KI oder Robotik wird uns allen die Arbeit wegnehmen, sondern es gibt, wenn man von der anderen Seite mal guckt, auch jede Menge Chancen, wo wir sagen, das wird letztendlich unseren Lebensstandard erhöhen. Und ja, die Roboter werden irgendwann auch mit in die Sozialsysteme einzahlen müssen, weil das Problem, aber das wäre ein neuer Vortrag, ein Roboter, der kriegt ja kein Gehalt. Der zahlt also auch keine Lohnsteuer, zahlt auch keine Sozialabgaben, zahlt auch nicht in die Rentenkasse ein. Also da müssen wir überlegen, wie wir menschliche und maschinelle Arbeit so besteuern, dass wir am Ende mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder wie auch immer wir das umverteilen, die Leistung, die im Moment von einem Menschen besteuert wird, aber vom Roboter nicht sinnvoll in das System bekommen. Aber auch das ist eigentlich eine Ingenieursaufgabe. Also hoffentlich da ein gutes System zu finden, um das gerecht zu verteilen. Prima. Ich sehe, wir haben noch genug Probleme übrig. Ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich auch nach dem grandiosen Auftakt jetzt auf die nächsten Vorträge, die hier im Seminar stattfinden werden. Und wir freuen uns auf Sie hier im Hörsaal und auf YouTube bei den nächsten Vorträgen. Vielen Dank.